Hallo Leute, da bin ich wieder. Eigentlich haben heute so gut wie alle neuen Fahrzeuge in den Stoßfängern Einparksensoren. Muss jedoch mal die Stoßstange getauscht werden, müssen bei vielen Herstellern die Löcher für die Sensoren erst gestanzt oder gebohrt werden. Wie man sehen kann, hat der neue Stoßfänger noch keine Löcher für die Sensoren. Auf der Innenseite sind jedoch die Stellen vormarkiert, wo die Halter geklebt werden sollen. Gewöhnlich hat der Stoßfänger 4 Halter, hat das Fahrzeug jedoch einen Parklenkassistenten, dann gibt es seitlich nochmal 2 Halter. Los geht's! Mit einem 10 mm Bohrer werden an den vorgemerkten Stellen die 4 Löcher gebohrt. Und dieses Teil, das ist das Stanzwerkzeug. Ich zerlege es mal und zeige dann, wie es funktioniert. Da ich die Kamera mit der anderen Hand halte, dauert das etwas länger. Das ist der eigentliche Stanzer und der sorgt dafür, dass es ein sauberes Loch wird. Die Hersteller benutzen nicht alle die gleichen Parksensoren, deshalb gibt es kleinere und größere Parksensoren. Ich verlinke euch den ganzen Koffer mit den verschiedenen Durchmessern für alle gängigen Modelle. Ja, und so funktioniert es. Die Schraube wird in dieses Gegenstück vom Stanzmesser gesteckt und beides dann durch die Bohrung geschoben. Und von unten wird jetzt der Stanzer auf das Gewinde der Schraube bis zum Ende gedreht. Ja, von oben wird jetzt die Schraube angezogen. Dadurch frisst sich das Stanzmesser durch das Kunststoff durch. Kann man jetzt ganz gut sehen. Ne? Und entsteht ein völlig sauberes Loch für den Parksensor. Und hier kann man nochmal sehen, was wir eigentlich rausgestanzt haben. Vorhin habe ich ja gesagt, dass es verschiedene Größen von Stanzwerkzeugen gibt. Das ist eine kleine Auswahl davon. Bei diesem Modell sind die neuen Halter selbstklebend. Es gibt Hersteller, bei denen müssen die Halter mit 2K Kunststoffkleber verklebt werden. Aber damit die Halter gut haften, muss der Stoßfänger erst richtig vorbehandelt werden. Der Klebebereich muss erst angepettet werden und dann mit einem Reiniger den Bereich gründlich von Fett und Staub abwischen. Ist das Ganze trocken, kommt jetzt der Kunststoffhaftvermittler auf den Klebebereich drauf und ihn auch komplett durchtrocknen lassen. Dieses Werkzeug ist dafür da, um den Halter millimetergenau auf die richtige Position zu kleben. Und wie das funktioniert, zeige ich euch. Dieses schwarze Brückenteil wird nur benötigt, wenn die Halter mit 2K Kleber verklebt werden. Das ist nicht der Fall. Dieser blaue Führungsstift wird von oben gerade ins Loch gesteckt und von unten wird dieses weiße Teil mit der Mutter draufgesteckt und angezogen. Das weiße Kunststoffteil ist leicht konisch und etwas größer wie der Lochausschnitt. Dadurch sitzt der Führungsstift von oben genau mittig im Loch. Wo welcher Halter genau hinkommt, kann man an den Markierungen am Stoßfänger ganz gut erkennen oder einfach am alten Stoßfänger vergleichen. Ja, das war's auch schon fast. Jetzt nur noch den Schutzstreifen abziehen und dann kann man den Halter sauber und gerade einkleben. Wie man sehen kann, passt der Halter gerade über den Stift drüber und man kann ihn einwandfrei millimetergenau einkleben. Wenn der Halter am Stoßfänger sitzt, das Ganze gut andrücken und der Halter ist verklebt. Das Ganze macht ihr mit den restlichen 3 und ihr seid fertig. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und über ein kostenloses Abo freuen. Danke schon mal im Voraus. So, wie ihr jetzt sehen könnt, passt der Sensor mitsamt Dichtung einwandfrei. Ciao Freunde und bis zum nächsten Mal.